mein Name ist Zellat, ich bin 26 Jahre alt, gebürtige Berlinerin und selbstständige Filmemacherin. Ich wurde vor 2,5 Jahren mit einer Angststörung diagnostiziert. Das hat sich gezeigt in auf jeden Fall Panikattacken und etwas, das nennt sich Derealisation und Depersonalisierung. Ja, also Panikattacken ist etwas, was auf jeden Fall sehr körperlich sich bemerkbar macht. Es fühlt sich an, als würde jemand dir die Luft wegschnüren. Es kommt ganz schnell und als würde dir auch jemand so ein bisschen den Boden unter die Füßen reißen. Meine Angststörung hat sich sehr körperlich gezeigt, sprich, ich hatte zuerst, was heißt natürlich, aber wie viele Panikattacken. Und dann ging es weiter sozusagen, als nächsten Schritt ging es dann Richtung, dass ich auf angefangen habe, meine Arme nicht mehr bewegen zu können. Also sprich, ich hatte eine Art Lähmung auf der einen Seite. Dann, was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt war, dass ich dann zum Beispiel einen richtig intensiven Schmerzpunkt hier in der Mitte hatte, der halt, also ich konnte halt nicht mehr hier anfassen. Ne? Es war einfach so ein intensives Pochen, migräneartig, was von der Mitte aus losging. Und dann Schlafstörungen, genau, das war der nächste Schritt, dass ich dann nicht mehr wirklich schlafen konnte. Dann ein konstantes Herzrasen, was nicht mehr wegging. Und da ist etwas eingetreten, das nennt sich Derealisation bzw. Depersonalisierung. Sprich, ich bin aufgewacht und ich habe das Gefühl gehabt, ich laufe irgendwie so auf Watte. Alles ist super gedämmt. Es ist so ein bisschen so, als hätte man so einen Schleier vor den Augen. Und selbst, also alle Sinne sind einfach so ein bisschen runtergefahren, runtergedämpft. Sprich, ich habe so gehört, aber nicht wirklich richtig gehört. Das hat sich alles angehört, als hätte man irgendwie so die Ohren zugemacht, so ein bisschen. Also die ganze Welt hat sich einfach nicht mehr echt angefühlt. Und ich war nicht mehr scharf und nicht mehr wirklich da. So teilweise, dass ich mich auch ein bisschen so von oben herab gesehen habe. Also so eine andere Perspektive auf einmal. Also wirklich sehr absurd. Und ich glaube, für mich der schlimmste Moment war, als ich dann irgendwie ins Bad bin und war so, okay, beruhig dich, Zellat. Und dann in den Spiegel geschaut habe und mich dann einfach nicht mehr erkannt habe. Für mich war auf jeden Fall die Arbeit ein großer Trigger. Ich habe mich komplett überarbeitet, weil ich teilweise auch meinen Selbstwert an, wie viel arbeite ich, gemessen habe und wie erfolgreich bin ich. Und das plus eine ultimative toxische Beziehung, wo ich mich halt auch sehr unter Druck gefühlt habe. Und ja, so eine Art Schicksalsschlag, die dann da in dieser Beziehung auch passiert ist. So. Ja, das irgendwie gemischt mit dann, es war tatsächlich auch Anfang Covid-Zeit, die 3 Faktoren zusammen, das hat das fast dann zum Überlaufen gebracht. Er zunächst einmal erstmal meinte, okay, lass uns das nicht mit Medikamenten versuchen, so ruh dich erstmal aus und wir schauen, wie das läuft. Und ich war super happy damit. Nur, dass einfach Ausruhen nicht geholfen hat. Das kann nämlich auch passieren. Und es so schlimm wurde, dass ich so war, okay, ich vergesse jetzt einfach mal alle meine Stigmata, die ich über irgendwie Antidepressiva kenne oder Vorurteile und so weiter. Ich vergesse das jetzt einfach mal, weil ich will einfach nur, alles, was ich möchte, ist einfach da rauskommen. Also mir ist es wirklich egal, was hier passiert, ich möchte einfach nur rauskommen. Und hatte Gott sei Dank einen Psychiater, dem ich vertraut habe. So, ne? Weil das ist klar, kann ich verstehen, dass da so ein bisschen, dass Leute Angst davor haben. Und Angststörungen behandelt man nun mal, auch wenn es keine Depressionen sind, so behandelt man nur mit Antidepressiva. Und der hat mir eins verschrieben und ich hatte Glück, dass es sofort, was heißt angeschlagen, schon ein paar Wochen gedauert, aber ich habe schon echt kleinere Schritte instant gemerkt, sprich, dass ich dann auf einmal wieder Sachen ein bisschen schärfer sehen konnte. Also es waren wirklich kleine Schritte zunächst, aber es hat sich dann über die Monate komplett verbessert, sodass ich jetzt zum Beispiel halt gar keine Derealisations- oder Depersonalisierungs- ja, nicht Effekte, aber halt das nicht mehr habe. Und was super geholfen hat und wo ich auch der Meinung bin, dass Antidepressiva alleine, glaube ich, nicht wirklich wirken oder nicht so dolle wirken, ich habe halt therapeutische Hilfe bekommen. Also ich gehe zur Therapie einmal die Woche. Da hatte ich auch Glück, dass sofort die erste funktioniert hat und nur einen Monat Wartezeit. Genau, aber ich habe Gott sei Dank Hilfe bekommen. Und ja, happy drüber. Also meine Angststörung ist echt nur eine von ultimativ vielen.
Wenn du das Gefühl hast, okay, ich kann mich komplett damit identifizieren, ich habe diese Symptome, dann wende dich auf jeden Fall an Freunde, an Ärzte, such dir auf jeden Fall Hilfe. Sei ehrlich zu dir selber, sei ehrlich zu den anderen um dich herum und sag das. Du hast keine Schuld daran. Und ich glaube, am wichtigsten zu wissen ist, dass du damit nicht alleine bist. Es gibt ganz viele von uns.